Heute geht es um meine Erfahrung mit dem neuen Hörgerät Jabra Enhance. Das erste OTC-Gerät auf dem deutschen Markt. Let's go! Mein Name ist Maximilian Bauer von Hörgeräte Insider und ihr bekommt wie immer die neuesten News aus der Hörakustikbranche. Ganz wichtig am Anfang ist es, wenn ihr das Gefühl habt, schlecht zu hören, besonders wenn sich ein taubes Gefühl auf einem Ohr eingestellt hat, dann müsst ihr sofort zum HNO-Arzt gehen. Es könnte ein Hörsturz sein. Wenn es immer schlechter geworden ist, auch zum Ohrenarzt gehen. Es könnte zum Beispiel ein Propfen Ohrenschmalz sein. Also bevor ihr euch ein normales Hörgerät oder ein Hörgerät, was ihr im Internet bestellen könnt, zulegt, immer zuerst zum Ohrenarzt gehen. Was sind jetzt sogenannte OTC-Geräte, zu denen die Enhance von Jabra auch gehören? Normalerweise geht ihr, wenn ihr eine Verordnung vom Ohrenarzt habt, zum Akustiker und lasst euch da Hörgeräte anpassen. Auf Englisch sind das Prescription Hearing Aids. Und weil OTC auch Englisch ist, erkläre ich euch das einfach so. OTC bedeutet Over the Counter, auf Deutsch über die Ladentheke. Könnt ihr also fast überall kaufen, müsst ihr nicht zum Akustiker gehen dafür. Ganz kurz noch zum Namen. In Deutschland heißt das Gerät Jabra Enhance und in den USA heißt das Gerät Jabra Enhance Plus. Also nicht, dass ihr da durcheinander kommt. Ich verstehe die Logik auch nicht, aber GNResound Jabra hat sich das so einfallen lassen. Jabra Enhance ist nur für leichte bis mittlere Hörverluste. Ich blende hier mal den Anpassbereich ein. Wenn ihr in dem gelb schraffierten Bereich mit eurer Hörkurve liegt, ist das Gerät das Richtige für euch. Jetzt mal zur Baugröße. Ich habe hier mein rechtes Gerät. Ihr seht, hier ist dieser Gummiaufsatz. Hier ist das Gerät da ist der Akku und der Prozessor drin. Und hier ist dieses Ladecase. Die Geräte werden so reingelegt. Das schnappt dann, sieht man das gut? Schnappt dann ein. Es muss immer das rechte zum rechten und das linke zum linken. Dann nimmt man das Ganze raus. Also mit diesem Magneten hier, hält super, nimmt man raus und kann sich so gleich ins Ohr reinstecken. Da hört man ein kleines Piepsen, das bedeutet, es wird aktiviert. Ich versuche mal so nah hinzugehen, wie es geht. Genau. Also wenn ich es mir selber im Spiegel anschaue, ich finde es fantastisch. Es gibt die Geräte in der Farbe Schwarz, so wie ihr es jetzt bei mir gesehen habt, oder in einem hautfarben Goldton. Ich blende hier mal ein Foto dazu ein. Toll ist nicht nur, dass die Hörgeräte so klein sind, sondern dass sie mit Akku betrieben werden und nicht gerade mit einem schlechten Akku. Ihr habt 12 Stunden Laufzeit in den Geräten selber und in dem Akku ist eine Powerbank verbaut. Das bedeutet, wenn ihr übers Wochenende zum Beispiel wegfahrt, die Geräte aufladen wollt, müsst ihr dieses Etui nicht an die Steckdose anschließen, sondern könnt einfach die Hörgeräte über Nacht reinlegen und die Geräte laden über die Powerbank auf. Es gibt für die Jabra Enhance zwei verschiedene Aufsätze, diese Gummiaufsätze, auch Domes genannt. Einmal, dass sie komplett verschlossen sind und einmal, das wird man wahrscheinlich nicht sehen, mit so kleinen Löchern, also Belüftungsbohrungen drin. Das hat eine Auswirkung auf den Sound, wenn ihr darüber streamt. Es ist ja nicht nur ein Hörgerät, da gehe ich gleich darauf ein, sondern sind ja auch Kopfhörer. Und auf den sogenannten Okklusionseffekt. Das bedeutet, wenn ihr die ins Ohr steckt und sprecht, hört man sich selber leicht hallig. Wenn man das geschlossene Schirmchen nimmt, dann hört man seine eigene Stimme wirklich sehr unangenehm, habe ich festgestellt. Ich habe es erst mit dem geschlossenen getragen und dann mit diesen zwei kleinen Belüftungslöchlein und es ist jetzt viel angenehmer. Was meine ich jetzt also mit Streaming? Das sagt euch was, ich weiß schon, aber wir haben ja hier sozusagen eine Mischung aus einem Hörgerät und einem Streaming-Device. Also im Grunde genommen ist es wie ein Apple AirPod 2 würde ich mal sagen, nur in unauffälliger, wo wir schon bei Apple-Produkten sind. Ihr könnt auch die Enhance leider nur mit einem iPhone koppeln. Jetzt wieder was Positives. Die Enhance verfügen über Bluetooth 5.2, was eine abbruchfreie, unruckelige Übertragung gewährleisten soll.
Was den Klang angeht, muss ich sagen, beim Streaming gefallen mir meine AirPods Pro 2 deutlich besser, aber im Vergleich zu anderen kleinen Kopfhörern sind die definitiv vorne mit dabei. Wie werden die Enhance also jetzt mit eurem iPhone gekoppelt? Das geht ganz einfach. Ich blende euch das auf dieser Seite jetzt mal ein. Ihr geht immer auf Bedienungshilfen, auf Hörhilfen und dann werden die angezeigt und dann drückt ihr nur noch auf Koppeln. Dann geht ihr in die Jabra App. Da wird zuerst ein kurzer Hörtest gemacht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite drückt ihr immer drauf, wenn ihr so ein Piep, 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 Piep hört. Gleich draufdrücken, dann kann automatisch eine Hörschwelle errechnet werden. Dann wird mit dem Algorithmus NAL-NL2, ein gängiger Hörgeräteanpassalgorithmus, wird die Verstärkung für euch ausgerechnet. Wenn ihr das Video vom Dr. Cliff zu den Enhance gesehen habt, dann seht ihr, es kommt in der mittleren Einstellung nicht ganz dahin, wo es sein soll. Aber diese Zielkurve, die wir da haben, wird von den meisten Hörgeräteträgern eher als zu laut empfunden. Also ist die Verstärkung, die ihr bekommt in der mittleren Lautstärke, also schon sehr gut für euch. Was kann jetzt die App? Ich blende es gerne hier wieder ein. Und zwar könnt ihr die Lautstärke verändern. Ihr könnt euer bevorzugtes Klangbild verändern und ihr könnt das Mikrofon in der Richtwirkung verändern. Ihr habt einmal 360 Grad, der Schall wird von allen Richtungen gleich stark wiedergegeben, aufgenommen und wiedergegeben. Dann habt ihr den Focus Mode, da wird von vorne werden die Geräusche besonders aufgenommen und dann habt ihr einen adaptiven Modus, errechnet der intelligente Prozessor, wo wichtige Sprachquellen sind und stellt sich dann entsprechend selber ein. Bevor ich zum Fazit komme, würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, damit ihr keine anderen Videos verpasst. Unbedingt den Kanal abonnieren und diese kleine Glocke daneben drücken. Und jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Wenn Sie also beim Ohrenarzt waren, Sie haben Ihre Ohren überprüfen lassen, wollen aber nicht zum Ohrenarzt gehen, sondern möchten erstmal ein kleines Streaming-Gerät mit Hörverstärkung ausprobieren, dann ist das Jabra Enhance auf jeden Fall das richtige Gerät für Sie. Wo bekommen Sie die Hörgeräte? Entweder Sie gehen auf jabra.com, da ist eine Liste mit allen Lieferanten, oder Sie gehen auf Hörgeräte Insider, in die Infobox stelle ich den Link rein, da könnt ihr die Geräte auch bei uns bestellen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, euer Max Bauer, ciao, ciao.